Die Pink Kisses ist ein wunderbares Geschenk für eure Liebsten. Ob Mann, ob Frau, ob Schwester, ob Mama, ob beste Freundin, Bruder, wem auch immer. Immer ein ganz, ganz tolles Geschenk. Und zu diesem Zweck basteln wir heute zusammen eine Pop-Up-Box. Ich habe dazu schon mal eine in kleiner Version vorbereitet. Ich zeige euch das mal kurz, falls ihr das noch nicht kennt. Das ist nämlich das Geschenk mit dem Wow-Effekt. Nämlich, wenn ihr jetzt die Box öffnet, tada! Dann ploppt nämlich die Box wunderbar auf und ihr könnt hier in der Mitte was platzieren. Ihr könnt hier in die kleinen Einstecktaschen Fotos stecken, Gutscheine, Briefchen, was auch immer. Und so eine wunderbare Box basteln wir jetzt zusammen. Aber weil das nicht wirklich zusammenpasst, die Pink Kisses ist ein bisschen größer als diese Box, basteln wir jetzt eine XXL-Version der Pop-Up-Box. Für die XXL-Version der Pop-Up-Box müssen wir ein bisschen rechnen. Das ist nicht ganz so einfach wie bei den normalen Pop-Up-Boxen. Dafür gucken wir, was ist die Grundfläche, die wir brauchen und die Seiten, die dann hochklappen bzw. dann aufklappen, wenn ihr den Deckel benutzt. Als Papier habe ich dafür so ein festes Craftpapier gewählt. Schneidbrett. Stellen wir das mal nach unten. Als Grundfläche habe ich mir jetzt 13 x 13 ausgewählt. Pack da noch einen Zentimeter dazu, damit wir dann die Kleberänder haben. Also machen wir einmal 14 x 14. Jetzt einmal umklappen. Jetzt müssen wir natürlich hier die Ecken noch ausschneiden. So, jetzt haben wir den Boden schon fertig. Jetzt müsst ihr natürlich gucken, wie groß, wo ist sie? Da. Wie groß ist die Tüte oder beziehungsweise die Pflanze, damit ihr die Seitenwände entsprechend hoch macht. Und dementsprechend schneide ich mir jetzt die Seitenwände auf 13 x 19. Jetzt geht es ans Kleben. Dafür nehmen wir am besten doppelseitiges Klebeband. Jetzt legt ihr euch das am besten flach hin, damit ihr das ordentlich an die Kante ansetzen könnt. Stellen wir zum Test mal unsere Pink Kisses rein. Zack, zack, zack. Tipptopp. Gehen wir jetzt ans Dekorieren, weil das sieht ja so ein bisschen langweilig aus, ne? Also machen wir das Ding noch ein bisschen schöner. Das war der erste Take. Ach so, das war der erste Take. Jetzt geht es darum, aus diesem braunen, langweiligen Rohling eine bunte, schöne Geschenkbox zu machen. Ihr seid da farblich wirklich total frei. Hier habe ich mich so ein bisschen an diesen Sommerfarben orientiert, aber bei Pink Kisses orientieren wir uns natürlich an der Farbe Pink. Deshalb habe ich mich für außen für diese Designpapiere mit so einer Hotfoil entschieden und für innen greifen wir das Pink auf, damit das schön harmoniert und das schneiden wir dann jetzt mal zurecht. Und dann das Designpapier aufkleben. So, dann haben wir außen jetzt schon fertig. Der Deckel kommt später natürlich auch noch, sonst macht das ganze Ding ja keinen Sinn. So, jetzt haben wir das erstmal. Außen ist fertig. Jetzt geht es darum, innen zu verschönern. Jetzt haben wir soweit die Deko für innen erstmal fertig. Machen wir dann gleich noch hier mit Beschriftungen und all sowas. Jetzt brauchen wir natürlich noch den Deckel. Der geht aber auch relativ einfach und das zeige ich euch jetzt auch eben mal schnell noch. Für den Deckel müsst ihr bedenken, wie groß eure Grundfläche ist, weil die Fläche muss ja auf jeden Fall mit dem Deckel abgedeckt werden. Dazu dann nochmal so 3, 4, 5 Millimeter, weil das so eine große Box ist, nehme ich mal lieber einen halben Zentimeter noch mit dazu. Plus den Rand, der ja dann beim Deckel noch runtergeht. Also sind wir jetzt bei Grundfläche 12 Zentimeter plus den halben Zentimeter, damit der Deckel passt, sind wir bei 12,5. Ich möchte 2 Zentimeter Rand überall haben. Heißt plus 4 sind wir ergo bei 16,5 Zentimeter. Die XXL Pop-Up-Box ist fertig und ich bin sehr zufrieden damit. Ich hoffe, meine Freundin wird sich auch darüber freuen. Und ich zeige euch jetzt mal den Wow-Effekt. Schleife ab und da
ist sie, die Pop-Up-Box. Ich finde sie wunderschön, individuell gestaltet. Ihr habt ein super Geschenk für jede Gelegenheit. Farblich könnt ihr ja machen, was ihr wollt. Dementsprechend passt es auch für jeden. Und die ganze Anleitung könnt ihr auf der Website finden. Und zum Nachlesen und zum Nachmachen taggt uns gerne auf euren Bildern, wie es dann fertig aussieht. Und ein dickes, pinkes Küsschen von mir. Danke, dass ihr dabei wart.